Wichtige Änderungen beim philippinischen SRRV-Visum, was es damit auf sich hat, das will ich dir in diesem Video näher erklären. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich bin schon seit 2006 auf den Philippinen geschäftlich aktiv. Wir haben dort ein Team in Davao City, der zweitgrößten Stadt der Philippinen, und helfen unseren Mandanten von Davao City aus bei allen Fragen rund um die Relocation auf die Philippinen, aber auch so Dinge wie zum Beispiel Kontoeröffnung in Singapur oder Firmengründung in Singapur. Wir haben dort ein komplettes Leistungsportfolio. Alle Details auf unserer Webseite, Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Das heißt, wenn du dich für dieses SRRV-Visum auf den Philippinen interessierst, dann würde ich mich freuen, wenn wir dazu ins Gespräch kommen. Wir haben schon vielen Mandanten bei diesem tollen Visum geholfen, ihren Lebensmittelpunkt auf die Philippinen zu verlagern. Jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema. Das SRRV-Visum in den Philippinen ist ein hervorragendes Visum für alle, die sich überlegen, auf die Philippinen umzuziehen. Es handelt sich dabei um ein Rentnervisum und hierzu gibt es zum 1. September 2025 einige signifikante Veränderungen. Zunächst nochmal ganz kurz, warum eigentlich die Philippinen überhaupt attraktiv sind für Rentner und andere Auswanderer, gerade aus dem deutschsprachigen Raum. Ganz vorne angefangen, Auslandseinkommen ist in den Philippinen komplett steuerfrei. Alles, was du nicht im Inland verdient hast, durch deine eigene Tätigkeit oder nicht aus einer inländischen Quelle kommt, zum Beispiel von einem philippinischen Unternehmen, ist komplett steuerfrei. Dazu zählt Krypto, dazu zählt Dividenden, Veräußerungserlöse, auch Bezüge, die du erhältst für Tätigkeiten, die außerhalb der Philippinen ausgeführt werden, alles in den Philippinen komplett steuerfrei. Du musst es auch nicht in der Steuererklärung angeben. Zweitens, die Philippinen haben Doppelsteuerungsabkommen mit fast allen wichtigen Ländern, inklusive auch Deutschland und Österreich. Drittens, für die steuerliche Ansässigkeit in den Philippinen musst du nur dann 183 Tage anwesend sein, wenn du kein Visum hast. Wenn du kein Visum hast, und das ist auch ein Sonderfall in den Philippinen, kannst du dich bis zu 3 Jahre dort mit einem Touristenvisum aufhalten. Hast du aber eins der hier angesprochenen Visa, das SRRV-Visum zum Beispiel oder auch andere Visa, dann giltst du dort als steuerlich ansässig, egal wie viele Tage du tatsächlich in den Philippinen ansässig bist. Das ist also sehr interessant, gerade für jene, die viel reisen wollen. Viertens, die Philippinen sind sehr günstig, sehr günstige Lebenshaltungskosten. Wir suchen hier regelmäßig Apartments für Mandanten, die wenige $100 an Miete kosten, vielleicht $300. Und wenn du jetzt ein wirklich tolles Apartment haben willst, dann kriegst du auch eins für unter $1.000. Aber auch schon bei den Apartments mit $300 hast du Security, hast du einen Pförtner, hast du einen Empfang, die deine Post entgegennehmen. Also auch das ist schon eigentlich ein Standard, der ziemlich gut ist. Und fünfter Vorteil an den Philippinen, sie nehmen nicht am automatischen Informationsaustausch teil, nach OECD CRS. Sechster Vorteil, nah an Singapur. Du kannst da hervorragend Konten in Singapur eröffnen. Die Banken in Singapur empfangen dich gern, wenn du in den Philippinen wohnst. Siebter Grund, außerhalb der EU, weit weg von allem, was sich so momentan in der EU alles abspielt, weit weg von allen geopolitischen Krisen in Europa. Achter Vorteil, im Vergleich zu anderen asiatischen Ländern, meiner Meinung nach besser aufgestellt. Man spricht Englisch, es ist weniger touristisch überlaufen. Und natürlich die ganze Visumsituation, wie ich sie schon angesprochen habe, ziemlich gut. Also du kannst sehen, 8 große Vorteile, die die Philippinen haben. Das sollte sich jeder überlegen, der einen Plan B braucht oder gerne im Ausland leben möchte. Natürlich gerade in Asien, meiner Meinung nach, das beste asiatische Land, um in Asien Fuß zu fassen. So. Kein Wunder also, dass sich das SRRV-Visum hier großer Beliebtheit erfreut. Es ist ein Rentnervisum. Bisher konnte man es ab dem Alter von 50 Jahren nutzen. Es spielt allerdings überhaupt keine Rolle, ob du wirklich Rentner bist oder nicht. Du musst für die Nutzung des Visas eine Kaution hinterlegen auf einem Konto der philippinischen Regierung. Bisher war es so, dass wenn du eine Rente hattest, eine monatliche Rente, diese Kaution $10.000 waren. Wenn du keine monatliche Rente hattest, dann waren es $20.000. Hier ist auch schon eine der Änderungen. Ab dem 1. September 2025 gehen diese Kautionen nach oben. Du musst also mehr bezahlen. Wenn du eine Rente hast, also du bist mindestens 50 Jahre alt und du hast eine Rente, mindestens $800 im Monat, dann geht die Kaution von $10.000 auf $15.000 nach oben. Wenn du keine Rente hast, dann geht sie von $20.000 bis $30.000 nach oben. Diese Kaution bekommst du wieder, wenn du die Philippinen verlässt. Tatsächlich kannst du diese Kaution aber auch verwenden, um deine Miete in den Philippinen zu zahlen oder um ein Kondo dort zu kaufen, also ein Apartment. Es ist
Ausländern in den Philippinen nicht erlaubt, Grund und Boden zu besitzen, aber Kondos dürfen sie besitzen. Das heißt, meiner Meinung nach ist das SRV vor allen Dingen besonders gut geeignet für jene, die sowieso eine Immobilie kaufen möchten. Die können nämlich das Geld, was sie dort als Kaution hinterlegt haben, einfach für diesen Kontokauf dann verwenden. Ein weiterer Vorteil des SRV-Visums ist der, den ich vorhin schon genannt habe. Du giltst dann in den Philippinen als steuerlich ansässig. Du bekommst auch ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat, völlig egal, wie viele Tage du dich in den Philippinen aufhältst. Mit diesem Visum, da giltst du als jemand, der enge Beziehungen zu den Philippinen hat. Und wie gesagt, deswegen giltst du dann dort als steuerpflichtig. Aber wie gesagt, ausländische Einkünfte sind steuerfrei für jeden Ausländer, der auf den Philippinen wohnt, egal welches Visum er hat. Noch ein weiterer Vorteil des SRV ist, dass du hier keine jährliche Meldung bei der Immigration machen musst. Das musst du zum Beispiel, wenn du mit dem Touristenvisum da bist. Es gibt auch keine Exit Clearance. Auch das ist notwendig, wenn du mit Touristenvisum lange dich auf den Philippinen aufhältst. Und als letzter Grund, du brauchst im Grunde genommen keine Rückflug- und Weiterreisetickets dann vorweisen. So, jetzt zur wichtigsten Änderung komme ich aber jetzt. Auch diese Änderung gilt ab dem 1. September 2025. Man kann nämlich das SRV jetzt schon beantragen ab einem Alter von nur 40 Jahren. Davor waren es 50 Jahre, jetzt sind es 40 Jahre. Das macht es natürlich interessant. Damit wird es noch weniger zum Rentnervisum, als es auch jetzt schon tatsächlich ist. Auch hier muss man allerdings jetzt zusätzliche Konditionen beachten. Also zum Beispiel, wenn du zwischen 40 und 49 Jahren alt bist und du beantragst das Visum und du hast eine Rente, was ja manche durchaus haben, dann musst du $25.000 Kaution bezahlen. Gleiche Bedingungen wie davor, du kannst die Kaution für einen Immobilienkauf oder für deine Miete verwenden. Wenn du keine Rente hast und du bist zwischen 40 und 49 Jahre alt, dann musst du $50.000 Kaution bezahlen. Wie gesagt, in den meisten Fällen, meiner Meinung nach, macht das Sinn, wenn du dort eine Immobilie kaufen musst, dann ist dir das mit den 50.000 auch egal. Und damit hast du dann tatsächlich eine unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis in den Philippinen. Das Visum ist unbefristet gültig. Du musst das nicht alle paar Jahre neu beantragen. Das eignet sich auch hervorragend als Plan B Visum. Du musst ja nicht in den Philippinen leben. Du kannst dir dieses Visum einfach schlicht und ergreifend besorgen. Und wenn du denkst, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, kannst du dieses Ass aus dem Ärmel ziehen und dann in die Philippinen reisen und dort leben. Aber natürlich einfach als Plan B ist es ziemlich gut. Meine Erfahrungen mit den philippinischen Behörden, gerade jene, die für dieses SRV-Visum mir zuständig sind, sind sehr gut. Wir arbeiten hier direkt mit dem Immigration Office in Davao City. Das ist viel einfacher, als hier mit den Behörden in Manila zu arbeiten. Manila, ich weiß nicht, ob du das weißt, ist eine riesige Stadt, ein Moloch, riesige Smogprobleme, Verkehrsprobleme, alles ist überlaufen. Also ja, so sehr ich die Philippinen mag, Manila habe ich doch meine Bedenken. Aber Davao City komplett anders, eine sehr viel kleinere Stadt. Da läuft das Ganze ziemlich gut, ziemlich effizient. Du hast vielleicht das Interview mit mir und Tim gesehen. Tim ist da ständig bei der Behörde im Büro, hat ein sehr kollegiales Verhältnis zu den Mitarbeitern dort. Und wir schaffen es eigentlich, die SRV-Visa hier relativ schnell zu beschaffen. Also es geht hier im Grunde genommen um wenige Wochen. Vielfach brauchen im Grunde Dokumente aus Deutschland sehr viel mehr Zeit. Es ist ja zum Beispiel gerade so, dass die Beschaffung eines Polizeiführungszeugnisses aus Deutschland doch unglaublich viel Zeit momentan in Anspruch nimmt, manchmal mehrere Monate. Auf philippinischer Seite geht das alles eigentlich ratzfatz und man kann das Ganze eigentlich allen empfehlen, die in Asien eine Basis wollen, eigentlich egal, wie viel Zeit du dann wirklich dort in den Philippinen verbringst. Wie gesagt, selbst wenn du da eine Wohnung hast, die wir für dich beschaffen können, übrigens komplett remote kann das Ganze gemacht werden, du musst da gar nicht für in die Philippinen kommen. Wir mieten dir eine Wohnung an. Wir machen Bilder, wir suchen die richtige Wohnung für dich aus. Du hast direkt natürlich dann einen Mietvertrag mit dem Vermieter, du zahlst direkt an den Vermieter. Hier muss man in der Regel übrigens dann ein Jahr Miete im Voraus bezahlen. Aber wie gesagt, wenn die Miete nur $3.000 ist, dann sind es halt $3.600, die du dann dort bezahlen musst. Ja, aber wie gesagt, das ist deine richtige Wohnung. Das musst du nicht mit irgendjemandem teilen. Da kannst du jederzeit hinkommen, wenn du möchtest. Das ist natürlich meiner Meinung nach dann schon sehr erschwinglich. Ich meine, ist mir klar, du kannst das gleich auch in Dubai machen, aber da kostet natürlich das Ganze einen ziemlich happigen Betrag und das ist das Schöne hier in den Philippinen, ziemlich günstig. Auch verkehrstechnisch ist Davao ziemlich gut angebunden. Du hast Direktflüge, meine ich, nach Dubai oder nach Doha, aber auch nach Singapur. Das heißt, auch all jene, die dann dort ein Konto in Singapur eröffnen müssen, dafür musst du dann tatsächlich einmal nach Singapur kommen. Das funktioniert hervorragend. Erst kannst du nach Davao City kommen, dann können wir dir deine Wohnung zeigen, können wir dir auch dort noch ein Bankkonto eröffnen. Auch dafür musst du vor Ort sein. Ja.
dann eben ein schneller Flug nach Singapur, um dann dort dein Konto in Singapur zu eröffnen. Also das lässt sich von dort alles wunderbar organisieren und natürlich auch, wenn du in Asien anderweitig unterwegs bist, beschäftigt bist, dann hast du hier ideale Anknüpfungspunkte. Also, soweit die Änderungen zum SRRV-Visum. Je nachdem, wann du dieses Video anschaust, denkst du jetzt vielleicht, wenn ich jetzt noch ganz schnell mache, die letzten Tage im August 2025, dann kriege ich vielleicht noch die alten Bedingungen. Das ist leider nicht so. Man hat sich entschlossen, dass man hier keine Visa mehr bearbeitet zu den alten Konditionen. Alles läuft ab sofort zu den neuen Bedingungen. Wie gesagt, wenn auch du Interesse hast an einer Relocation in die Philippinen oder dort einen Plan B Wohnsitz zu etablieren, dann würde ich mich freuen, mit dir zu sprechen. Link zu unserem Leistungspaket packe ich hier rein. Auch Link zum Beratungsgespräch mit mir packe ich auch in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als es genau mit solchen Themen zu beschäftigen. Wir haben viele Mandanten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die ins Ausland umziehen. Wir kennen die ganzen Probleme, die es beim Wegzug gerade aus Deutschland gibt. Wegzugsbesteuerung, Entstrickungsbesteuerung, erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Übrigens auch das natürlich dann in den Philippinen kein Thema, weil es ein Abkommensstaat ist. Ja, also da kannst du dich von den Negativwirkungen der erweiterten beschränkten Steuerpflicht sehr einfach mit befreien. Das heißt, wir sind da sehr tief in dem Thema drin, schon seit vielen Jahren. Ich würde mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen und auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.